Trillium Levine stellt uns in dieser Session die wesentlichen Aspekte der Utility Network Technologie vor, eine spannende und mächtige Technologie von Esri. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Daniel, für die tolle Einführung. Guten Tag zusammen. Also, heute werden wir die Komponente des Utility Networks kennenlernen und als Anfang will ich 4 wesentliche Aspekte der Technologie eben erwähnen. Aber bevor ich das tue, will ich was Wichtiges betonen. Das Utility Network ist eine integrierte Fähigkeit des ArcGIS-Plattforms und eben nicht etwas davon getrenntes oder irgendeine Erweiterung, die dazu installiert werden muss. Also, als erstes, das Utility Network ist für die realitätsnahe Modellierung von Netzwerken, also um eine digitale Zwilling davor zu erstellen. Das Utility Network ist eben auch spezifisch für die Branchen, für die es bestimmt ist. Es gibt also dazu verschiedene verfügbare Lösungen für Gas, Strom, Wasser, Wärmenetze und Telekommunikation von Esri Inc. zur Verfügung. Zweiter Punkt. Das Utility Network besteht aus einem Datentyp innerhalb der Enterprise Geodatenbank. Es wird als gesicherten Rest für Dienste dann von Klienten eben konsumiert. Also das heißt, dass das Utility Network dienstbasiert und komplett im ArcGIS-Plattform integriert ist. Dritter Punkt. Es kapselt Geschäftsregeln, Geschäftslogik und Sicherheitsregeln. Das ist ja ganz wichtig, da die Sicherheit, Genauigkeit und Konsistenz der Geodaten alle dadurch gewährleistet werden. Es ist auch hier wirklich wichtig zu betonen, dass diese Regeln und Logik gelten für alle Apps und Schnittstellen und so weiter, die mit der Plattform eben integriert sind. Und ähnlich, das Utility Network ist auch mit anderen Plattform-Kernfunktionen wie Attribute-Regeln, Kontingentwerte, Editor-Tracking, Versionierung und so weiter wirklich eng gekoppelt. So, jetzt ein paar Worte zur Funktionalität. Natürlich ist ein wichtiger Aspekt, Netzwerkdaten eben entsprechend darzustellen. Also, hier bietet das Utility Network eben die Möglichkeit, die Daten sowohl auf der Karte darzustellen, als auch mit dynamischen Schemaplanen, Komponentensichten und Containments, also das Innenleben, dynamisch mit Netzwerkdiagrammen zeigen zu können. Analyse-Funktionalität ist natürlich auch extrem wichtig. Und hier bietet eben das Utility Network mächtige Möglichkeiten, also zum Beispiel verschiedene Out-of-the-Box-Tracing-Konfigurationen. Historische Planungsszenarien, Ansichten sind durch das Versionierungskonzept, das sogenannte Branch Versioning, auch eben möglich. Und als letzter Aspekt, das Ganze ist eben auch komplett 3D-fähig. Also, jetzt will ich ein paar Funktionalitäten zeigen. Also ein paar Tracing- und Network-Diagramme-Beispiele. Die werde ich mit der Communications Management for Enterprise Solution Package von Esri Inc. durchführen. Also, hier ist ArcGIS Pro mit der Utility Network Register Karte Alpha. Die Kernfunktionalitäten können alle hier gefunden werden. Also in dieser Demo werden wir ein paar der Trace- und Diagram-Tools sehen. Die Out-of-the-Box Trace-Tools sehen wir hier und die Diagrammwerkzeuge sehen wir in der Diagrammgruppe. In der Karte sehen wir ein klassisches FTTX-Netzwerk mit Drop-Kabel, Hausanschlüsse, ein Access-Hub und ein Access-Kabel. Also, lass uns jetzt sagen, dass eine Bagger durch ein paar Drop-Kabel hat. Bei solchen Fällen erhalten wir ständig die gleiche Frage. Wie können wir eben sehen, welche Adresse dabei betroffen sind? Um diese Frage zu antworten, muss ich meine Trace-Tools im Einsatz bringen. Also, mit Trace Locations innerhalb der Utility Network Register Karte kann ich die böse Stelle eben markieren und diesen Punkt als Anstoßstelle unserer Trace nutzen. Dann kann ich mein Trace-Werkzeug auswählen. In diesem Fall brauche ich einen Downstream Trace und mit einem Klick öffnet sich der Trace Scale Processing Fenster. Also, ich muss mein Domain Network und Network Tier, wir machen hier Kabel, auswählen. Aber um unsere Frage zu beantworten, will ich eben meine Ergebnisse nur auf die betroffenen Adresse einschränken. Hier unten kann ich eben mein Trace weiter parametrieren, also mit Traversability und Filter Conditions, mathematische Funktionen und Output Filters.
Da wir hier mit einem besonderen Output zu tun haben, werde ich die Network Interface Units, die an jeder Adresse stehen, als Output setzen. Und dann stoße es mal an und hier kann ich genau sehen, welche NIUs von dieser Beschädigung eben betroffen sind. Es funktioniert genauso, wenn diese graue Access-Kabel beschädigt werden. Ich setze meinen Startpunkt und führe den Trace durch, um die betroffenen Adresse zu sehen. Also, diese Art von Tracing ist natürlich eben sehr wertvoll und wichtig, wirklich einfach zu bedienen, wie wir hier jetzt sehen können. Also, in unserem nächsten Beispiel will ich eben zeigen, wie die Tracing- und Network-Diagramme-Funktionalitäten miteinander arbeiten können. Lass uns sagen, dass ich ein Diagramm erstellen will, um schematisch zu sehen, welche FTTX-Equipment mit dem Access Hub verbunden sind. Für ein Diagramm brauche ich allerdings eine Auswahl von Features. Wir haben eben gerade gesehen, dass wir mit Tracing Features auswählen können. Also zuerst muss ich ein Trace durchführen. So, ich klicke auf den Hub und setze es als Startpunkt unserer Trace. Und dann können wir wieder unsere aktive Downstream Trace nutzen. Also, jetzt haben wir eine Auswahl für unser Diagramm und können damit anfangen. Wenn ich in der Diagramm-Tools-Gruppe auf New Diagram klicke, kann ich eben sehen, welche Templates zur Verfügung stehen. Wir wollen hier ein Kabeldiagramm. Also ich klicke drauf und jetzt haben wir einen ersten Entwurf der Diagramm. Alle verbundenen Netzwerk-Features sind hier eben auch beschriftet. Ein cooles Feature ist, dass ich Features in der Diagramm auswählen und in der Karte direkt sehen kann. Dieser Anschlusspunkt hier geht westlich. Das ist ja eben ein bisschen komisch, da die anderen gehen alle östlich. Also, lass uns sehen, wo das ist. So, ich wähle es in der Diagramm aus und dann auf Apply to Maps klicke und zack. Jetzt kann ich die Adresse in der Karte sehen. Diese Diagramme konnten aber auch ein bisschen weiter geschliffen werden. Die hängende Linie sollen mit der anderen gruppiert werden. Und mein Diagramm soll auch wohl westlich orientiert werden, da das eben ein bisschen realitätsnäher wäre. Diese Feinheiten kann eben mit der Utility Network Diagram Tools erledigt werden. Also, zuerst will ich meinen Hub als Root Junction setzen, um das als Startpunkt unserer Darstellung zu nutzen. Und dann kann ich meine verschiedenen Diagram Layout Tools angucken. Normalerweise ist eins von den Hierarchical Layouts für solche Fälle das Richtige. Also, ich wähle das aus. Hier kann ich auch die Diagramme von rechts nach links umorientieren, um unsere Richtung zu setzen. Und fertig. Jetzt sieht es ja gut aus. Und hier noch ein cooles Aspekt. Diese Diagramme sind eben auch dynamisch. Also wenn ich Änderungen in meinem Netzwerk mache, die werde ich im Diagramm reflektieren, solange dass die Diagramme in der Datenbank gespeichert werden. Also, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in Architektur der Technologie selber. Das Informationsmodell ist sehr robust und eben hochkonfigurierbar. In diesem Sinn geben es eben 9 wesentliche Elemente dieses Modells zu wissen. Also, fangen wir ganz oben an und gehen wir bis zum unten hin. Ich werde auch ein paar dieser Elemente eben weiter diskutieren. Zuerst haben wir Domain Networks. Diese sind branchenspezifische Sammlungen von Layer, also zum Beispiel für Strom oder Gas. Structured Networks sind Features, die ihre Anlagen und Netzmerkmale enthalten, halten oder unterstützen. Domain Networks bestehen aus Network Tiers, die Unterkategorien innerhalb von Domain Networks sind. Subnetworks stellen einen topologischen Abschnitt ihres Domain Networks dar, also zum Beispiel Druckzonen in Wassernetzwerke wären Subnetworks. Asset Groups und Asset Types bieten die Möglichkeit, die Haupt- und Nebenklassifizierung von Features in einem Utility Network sehr schlank und sehr effizient zu modellieren. Associations sind ganz wichtig und definieren topologische Verbindungen zwischen Features, die nicht geografisch aneinander liegen. Terminals steuern, wie Features miteinander verbunden oder assoziiert werden können.
und definieren auch die gültigen Netzwerkwerte. Trace Analytics haben wir eben gerade gesehen. Also damit können wir die logischen Werte und den Ressourcenfluss analysieren. Non-Spatial Objekte sind auch wirklich sehr wichtig. Diese sind Features ohne Geometrie, die aber genauso wie Spatial Features funktionieren im Sinne der topologischen Integration. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Informationenmodellelemente. Domain Networks habe ich eben schon beschrieben, aber es gibt hier ein paar weitere Punkte zu wissen. Ein Utility Network kann eben ein oder mehrere Domain Networks enthalten. Also Multi-Domain-Network-Modellierung ist eben möglich und gut unterstützt. Solution Templates für die Gas-, Wasser-, Telekommunikation, Fernwärme und Strom-Domain-Network stehen bei der Esri Inc. Solutions Website eben kostenlos zur Verfügung. Also, diese sind ein guter Startpunkt, um das Utility Network gut kennenzulernen oder mit einem Proof of Concept anzufangen. Und jetzt ein paar Worte zu Subnetworks und Tiers. Subnetworks sind topologische Teilmenge in einem Layer, also eine Sammlung verbundener Leitungen, Bauteile und Knoten mit bestimmten Fähigkeiten und Beschränkungen. Ein Subnetwork-Controller ist ein Gerät oder andere Equipment, das den Ursprung eines Subnetworks definiert, also zum Beispiel ein Leistungsschalter in einem Stromnetzwerk wäre ein gutes Beispiel davon. Und jetzt kommen wir eben zu einer genaueren Definition von Tiers. Sie sind sowohl Unterkategorien von Domain Networks als auch Sammlungen von Subnetworks mit den gleichen Eigenschaften und Beschränkungen. In diesem Sinn unterstützt das Utility Network eben zwei Arten von Tierarchitektur. Partitioned Tiers sind miteinander gekettet, also Strom ist das klassische Beispiel dieser Architektur. Hierarchical Tiers ermöglichen die Modellierung von gemischt und geschaften Netzwerken. Also Wasser ist hier das klassische Beispiel. Jetzt ein paar Worte zum Datenmodell. Wie erwähnt, Feature Classes in einem Domain Network sind mit Asset Groups und Asset Types modelliert. Asset Groups sind eben Subtypes, die für einen Feature Class erstellt werden. Zum Beispiel das Feature Class Electric Device hat viele verschiedene implementierte Subtypes. In der Grafik hier sehen wir die High Voltage Transformer und High Voltage Switch Subtypes. Asset Types sind Domäne innerhalb einer Asset Group, um eine genauere Klassifizierung zu ermöglichen. Also hier sehen wir die Asset Types AC Single Phase, AC Three Phase und so weiter. Diese sind nicht mehr als Domainwerte, die eben auf der High Voltage Transformer Subtype gesetzt sind. Die Implementierung von Asset Groups und Asset Types ermöglicht ein sehr schlankes Datenmodell. Jedes Domain Network, egal ob es Wasser, Strom oder Telekommunikation ist, besteht eben aus einer Kernsammlung von nur 5 Feature Classes. Das ist eben ein riesiges Vorteil, da hier die Anzahl von REST Calls an unsere Dienste wirklich stark reduziert werden kann und die Performance dadurch deutlich erhöht. Also, Devices sind als Punkte dargestellt. Beispiele davon sind eben Distribution Cable Terminators wie Splitters und Splices in einem Glasfasernetzwerk. Assemblies sind auch Punkte und beschreiben Sammlungen oder Container, die mehrere Devices beinhalten, so zum Beispiel Enclosures für Splitters und Splices. Linien sind Verbindungslinien zwischen Assemblies oder Devices, die Ressourcen tragen, also zum Beispiel die Stromleitungen selber in einem Stromnetz. Junctions sind nicht operationelle Verbindungspunkte zwischen Devices, Assemblies und Linien, also zum Beispiel Connection Points. Subnetworks habe ich eher vorher beschrieben, aber es ist hier wichtig zu erwähnen, dass die System-Maintained Layer sind und nicht bearbeitfähig sind. Jedes Domain Network teilt ein gemeinsames Structure Network. Dieses besteht aus den Bauteilen und Leitungen, die das Domain Network stützen und keine Ressourcen direkt transportieren. Also, in einem Glasfasernetz werden wir die folgenden 3 Structure Feature Classes sehen.
Masten oder Schächte wären Structure Junctions. Also diese sind Punktfeatures, die als Assets berücksichtigt werden. Trassen wären Structure Lines, da die Faserkabel enthalten, aber eben keine Ressourcen direkt transportieren. Structure Boundaries sind Polygone, die andere Structures oder Domain Network Features enthalten. Also zum Beispiel in einem Glasfasernetz konnte das ein POP-Gebäude sein. Associations sind eine der wichtigsten Innovationen des Utility Networks. Da Features, die nicht geografisch koinzident sind, können eben miteinander topologisch verbunden werden. Das ist ja ganz wichtig, da der Ressourcenfluss immer noch korrekt modelliert werden kann. Das hat natürlich auch Vorteile für die Darstellung, da die Features nicht direkt aneinander liegen müssen und Feature Stacking kann dadurch vermieden werden. Es gibt hier eben 3 Hauptarten von Associations zu wissen. Containment Associations erlauben sehr komplexe Strukturen, wie zum Beispiel das Innenleben einer Patch-Panel sehr detailliert und fachlich korrekt abzubilden. Connectivity Associations zeigen, wie die Geräte innerhalb einer Struktur miteinander verbunden sind. So zum Beispiel, diese Patch-Panel beinhaltet 4 Front-Ports und 4 Back-Ports, die miteinander durch Associations topologisch verbunden sind. Associations können auch zwischen Features des Structure Networks existieren und zwischen Domain Network Features und Structure Features. Diese sind die sogenannten Structural Attachment Associations. Und letztlich ein ganz wichtiger Punkt zu Associations. Die sind mit benutzerdefinierten Regeln gesteuert. Die Solution Packages von Esri Inc. haben eben solche Regeln dabei, aber die können auch jederzeit beliebig angepasst werden. Also, neue Regeln können hinzugefügt werden und alte Regeln können eben auch entfernt werden. Also, sie sind frei, ihre Regelbasis selber zu definieren. Last but not least zum Informationenmodell haben wir Non-Spatial Objects. Wie erwähnt, diese sind Features ohne Geometrie, die wie Spatial Features aber doch funktionieren. Diese sind in Tabellen gespeichert und komplett im Netzwerk Topologie eben integriert. Also, das heißt, dass die Edge- und Junction-Konnektivität und Associations mit Network Rules immer noch unterstützen. Das ist ja ganz wichtig, weil dadurch die Tracing-Funktionalität auch über Non-Spatial Objekte funktionieren kann. Non-Spatial Objekte können sogar als Geometrie in Netzwerkdiagramme dargestellt werden. Also, obwohl Kabelrohre in einem Kabelbank als Non-Spatial Features modelliert werden, ein Diagramm der einzelnen Rohre kann eben noch erstellt werden. Also, durch diese Fähigkeiten sind Non-Spatial Features ideal, um komplexe verschachtelten oder lagergleiche Netzwerke eben zu modellieren. Also, das war es jetzt zum Utility Network Informations- und Datenmodell, aber es gibt eben noch ein paar wichtige Punkte hier zu diskutieren, nämlich Network Topologie und das Versionierungskonzept. Also, zuerst ein paar Worte zur Topologie. Jedes Utility Network ist auf einer Netzwerktopologie eben basiert. Das ist ja wichtig, da ohne die werden die Trace-Funktionalitäten nicht mehr funktionieren. Dirty Areas sind eine neue Innovation des Utility Networks und werden erstellt, um Bereiche zu zeigen, wo wir Änderungen gemacht haben oder wo Fehlerfeatures im Netzwerk vorhanden sind. Sie sind bei der Validierung der Topologie anschließend bereinigt. In der Grafik rechts sehen wir die Dirty Areas, die aufgetaucht haben bei der Umpositionierung einer Haus-Service-Verbindung für Wasser. Dirty Areas bei der Rohr sind auch dabei, da es durch die Topologie auch eben automatisch dazu umpositioniert wurde. Also, endlich das Versionierungskonzept. Wie schon ein paar Mal erwähnt, das Utility Network implementiert ein dienstbasiertes Versionierungskonzept, also Branch Versioning. Hier werde ich nur ein paar Punkte erleuchten, aber wenn jemand weiteres wissen will, bitte schauen Sie mal gleich den folgenden Branch Versioning Tech Session an. Also diese webbasierte Integration bietet die Vorteile des Zugriffs auf Versionen und die Bearbeitung eben von jedem internetfähigen Gerät aus. Da es ja dienstbasiert ist, Editoren benötigen keinen direkten Zugriff auf die Datenbank
um die Daten zu bearbeiten. Die Bearbeitung ist eben sogar nicht möglich, wenn direkt über eine Datenbankverbindung die Daten zugegriffen werden. Branch Versioning implementiert auch ein zeitliches Modell. Also, das heißt, dass die Bearbeitungen in eine einzige Tabelle archiviert werden. Diese Tabelle muss nicht ständig komprimiert werden. Und das eliminiert eben viele Performance-Probleme, die mit anderen Versionierungskonzepten oftmals auftauchen. Da Branch Versioning dieses Modell verwendet, können wir eben alle Vorteile der Archivierung nutzen, ohne eine zusätzliche Klasse und Tabellen für State-IDs und Delta-Änderungen dazu zu haben. Also, diese einfache Architektur macht Branch Versioning eben auch hochskalierbar, da es wirklich wenig Overhead hat. Ich hoffe, dass ich einen groben Überblick der Kernfunktionalität und technische Details des Utility Networks heute weitergeben konnte. Es gibt ja natürlich viel mehr dazu, aber mit Blick auf die Uhr kommen wir zu unseren Takeaways, die man mitnehmen soll. Das Utility Network ist dienstbasiert und komplett im ArcGIS-Plattform eben integriert. Dazu kapselt es Geschäftsregeln, Geschäftslogik und Sicherheitsregeln. Das innovative Informationenmodell ermöglicht die Erstellung von digitalen Zwillingen von komplexen Netzwerken. Das schlanke Datenmodell erhöht die Leistung durch eine reduzierte Anzahl von REST-Calls. Netzwerkdaten können in Karten und Diagramme gezeigt werden und komplexe Tracing-Funktionalität ist auch verfügbar. Und ähnlich, das Utility Network nutzt eben ein hochperformant und skalierbar dienstbasierten Versionierungskonzept, das auch ein zeitliches Modell verwendet. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben zur Utility Network Technologie, dann können Sie die jetzt sehr gerne stellen.